Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen schon wieder zu einem weiteren News-Video. Heute mit, Überwachungsstaat 2.0 könnte man fast sagen. Heute sehen wir, wie stark wir eigentlich schon an Big Brother dranhängen. Und zwar mit drei neuen, zwei davon sind quasi offiziell und eins davon ist etwas, was jemand fordert. So viel kann ich schon mal sagen. Und es geht um Überwachung im Endeffekt, wirklich nichts anderes. Das erste ist die elektronische Beweismittelzugänglichmachung innerhalb der EU. Das hört sich erstmal komplett bescheuert an, ist im Endeffekt aber eine Verstärkung der Daten oder der Vorratsdatenspeicherung, die wir aktuell schon haben. Und zwar auf europäischer Ebene. Der Sinn dahinter ist, dass die Polizei und Justizbehörden einfacher und schneller auf elektronische Beweismittel zugreifen können, wie ich das hier oben so schön markiert habe. Und sie beschränken sich hier in der Überschrift zumindest auf wie E-Mails oder in Cloud gespeicherte Dokumente. Eigentlich ist das allerdings noch ein bisschen mehr. Und zwar sehen wir hier unten, es geht nicht nur um E-Mails, es geht auch um Textnachrichten, um Mitteilungen, Apps und. Eigentlich um alles. Alles, was ein elektronisches Beweismittel ist. Hier steht nämlich auch ein zum Beispiel dabei. Und zwar unabhängig vom Standort der jeweiligen Daten und das in Notfällen sogar innerhalb von 6 Stunden Auskunft gegeben wird. Das bedeutet in etwa so viel wie, wenn jetzt jemand aus der Polizei oder wenn ich ein Verfahren gegen mich habe oder einfach nur jemand mich anklagt zum Beispiel oder einfach nur der Verdacht besteht, dass ich irgendetwas getan haben könnte oder vorhabe zu tun, dann, und ja, hier sind wir quasi bei Big Brother, dann kann die Justizbehörde bzw. die Polizei direkt meine Daten ansehen oder anfordern und zwar von allen möglichen Teilnehmern, also allen möglichen Unternehmen, die ihren Sitz innerhalb der EU haben. Sprich, wir haben zum Beispiel dann, also sagen wir einfach mal Messenger-Dienste, die innerhalb der EU sind, müssen innerhalb von 6 Stunden im schlimmsten Fall antworten, im besten Fall innerhalb von 10 Tagen, was immer noch schnell ist. Aber darunter fallen dann, und ja, das werden wir gleich sehen, warum das so ist, auch zum Beispiel Facebook, Telegram, WhatsApp, Instagram, Twitter, was haben wir noch? Andere Messenger-Dienste, die man benutzen könnte, Signal, Wire, Snapchat, was fällt mir noch ein? Mir fällt sonst nicht mehr, ach ja, Google. Habe ich Google schon gesagt? Ich weiß es nicht. Okay, also quasi alles, was irgendwie online ist, muss denen dann Auskunft geben und zwar über alles. Jetzt ist natürlich das Ding, dass die Textnachrichten im Normalfall so verschlüsselt sind, dass niemand drauf zugreifen kann. Also nicht mal Telegram selber weiß, was ihr geschrieben habt, weil die Dinger eben Ende zu Ende verschlüsselt sind. Das heißt, ihr verschlüsselt bei euch und derjenige, der sie empfängt, kann sie wieder entschlüsseln, weil die Schlüssel direkt ausgetauscht werden. Aber wenn man das kryptografisch richtig macht, und ich traue Telegram das tatsächlich zu, dass sie das richtig gemacht haben, dann weiß Telegram selber nicht mal, was ihr geschrieben habt und sie können es auch einfach wirklich nicht entschlüsseln. Und das heißt, da ist noch eine kleine Hinderung dabei, aber das gucken wir uns gleich an, wie die umgangen werden sollen. Zunächst einmal soll aber natürlich auch verhindert werden, dass diese Daten, die gespeichert werden, irgendwann mal gelöscht werden. Das heißt, man hat einfach jetzt gesagt, hey, wir wollen eine Pflicht haben. Es soll einfach jedes Unternehmen, das in der EU ansässig ist, verpflichtet werden, diese Daten einfach dauerhaft zu speichern, damit man auch im Falle eines Falles eben später drauf zugreifen kann. Es sollen natürlich strikte Vorkehrungen auch berücksichtigt werden, aber dass die leicht umgangen werden können, wissen wir ja schon recht gut. Okay, so jetzt haben wir also zwei Problemstellen, sage ich jetzt mal. Und zwar einmal, hier sind nur Unternehmen innerhalb der EU betroffen. Das heißt, Facebook hat normalerweise den Sitz in Amerika. Sprich, die können natürlich dann nicht so richtig auf uns zugreifen, beziehungsweise, also die Unternehmen müssten dann die Polizei müsste ein Unternehmen innerhalb der USA anreden, sozusagen, um dann unsere Daten zu bekommen. Und das ist natürlich jetzt nicht ganz so einfach. Da gilt das ja noch nicht, oder? Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, Messengers wissen meistens einfach nicht mal selber, was ihr geschrieben habt. Also bei WhatsApp bin ich mir da nicht ganz so sicher, bei Telegram, denen vertraue ich einigermaßen. Oder auch Wire zum Beispiel, die wissen normalerweise, was sie tun. Sprich, ihr habt eigentlich nicht wirklich die Möglichkeit, oder die Polizei hat nicht wirklich die Möglichkeit, eure Nachrichten zu lesen, weil sie einfach nicht im Klartext vorliegen. Niemand kann die Dinger entschlüsseln, außer der sie empfängt. Dazu war bislang einfach die Installation eines Staatstrojaners nötig auf dem Endgerät, was natürlich mit,
einem gewissen Aufwand verbunden ist. Das heißt, die Polizei muss tatsächlich zu euch laufen und euch fragen, hey, kann ich da mal bitte kurz den Trojaner installieren? Wäre geil, dankeschön. Nein, das ist jetzt, also das wollen die natürlich auch umgehen, denn dann wisst ihr ja, dass ihr überwacht werdet und verhaltet euch eventuell anders. Gegen diese 2 Punkte gibt es auch Lösungen für die Polizei in Anführungsstrichen. Und zwar sehen wir hier einmal den Cloud Act. Der Cloud Act, das steht für Clarifying Overseas Use of Data. Eigentlich ein cleveres Wortspiel, das muss man ihnen lassen. Der ist dazu da, dass Amerikaner beziehungsweise generell die Polizei oder das Law Enforcement von der amerikanischen Seite auf die Daten von Europäern zugreifen darf. Das heißt, Leute, die zum Beispiel, oder bei Firmen, die ihren Sitz in Europa haben, da darf Amerika einfach kommen und sagen, hey, wir hätten ganz gerne Informationen über diese und diese Person. Und andersrum funktioniert das auch. Das heißt, das Ganze ist bidirektional. Also unsere Polizei kann im Endeffekt, also wir reden hier nicht von Deutschland, wir reden von der ganzen EU. Ja? Das Ding hier ist von der Europäischen Kommission. Das ist nicht nur von Deutschland, das ist von der ganzen EU. Und das hier verbindet jetzt quasi die EU mit Amerika, und zwar bidirektional. Das heißt, die europäischen Behörden können dann einfach nach Amerika gehen und amerikanische Unternehmen eben beauftragen, hey, gebt uns mal Daten über diese und diese Person. Und das geht in beide Richtungen. Das heißt, es ist jetzt scheißegal, ob das Unternehmen in Europa oder Amerika ist, und es ist egal, wo ihr wohnt, ob ihr in Europa oder Amerika wohnt. In beide Richtungen können die Behörden komplett alle eure Daten quasi anfragen. Und das Ding ist, das ist nicht mal wirklich Verhandlungssache. Das soll beschlossen werden, und zwar relativ bald. Soweit ich weiß, schon im Juni oder Juli, also innerhalb von 2 Monaten, soll das Ganze tatsächlich abgesegnet werden. Das steht nämlich schon auf einer Agenda drauf, die das Ganze dann, also eine Agenda, wo das Ganze dann abgestimmt werden soll. Okay, so, jetzt haben wir also das Problem, in Anführungsstrichen Problem, nicht mehr, dass die Polizei natürlich nicht in amerikanische Unternehmen reinschnüffeln kann, also Google, Facebook und so weiter und so fort. Das ging bisher nicht so einfach, denn die haben sich da ein bisschen krumm gestellt, weil es ist ja nicht dasselbe Land oder derselbe Regierungsbezirk. Das Problem haben wir jetzt nicht mehr. Jetzt geht es natürlich weiter. Wir haben immer noch das Problem, Telegram zum Beispiel, die haben natürlich ihre Nachrichten Ende zu Ende verschlüsselt. Das heißt, man muss irgendwie diese Nachrichten im Klartext offenbaren. Ansonsten können die Polizeibehörden natürlich nichts damit anfangen. Und dazu hat der liebe Horst Seehofer einen Antrag gestellt. Der möchte nämlich, dass diese Daten oder diese Messenger-Dienste wie eben WhatsApp oder Telegram komplett verpflichtet werden sollen, sobald eine richterliche Anordnung da ist, eben alles in lesbarer Form vorzulegen. Und das ist fatal. Das hat nämlich nicht nur Folgen für die Überwachung, sondern es hat auch Folgen für die Art und Weise, wie eigentlich Messenger-Dienste gestaltet werden. Denn dann können sie einfach wirklich keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mehr machen. Sie können einfach nicht mehr. Denn wenn Daten oder Nachrichten Ende zu Ende verschlüsselt sind, dann kann wirklich nur der Empfänger und der Sender auf diese Daten zugreifen. Der Sender, weil er den Klartext weiß, weil er ihn selber eingegeben hat, und der Empfänger, weil er den passenden Schlüssel dazu hat. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, schaut euch gerne meine IT-Sicherheits-Playlist an oder meine Kryptographie-Playlist. Es ist wirklich nicht möglich, für irgendjemanden das zu entschlüsseln. Es sei denn, man baut Lücken ein, und zwar beabsichtigte Lücken. Und das ist im Endeffekt das, was der Horst Seehofer hier vorschlägt. Er möchte, dass hier wirklich Lücken eingebaut werden, sodass man diese ganzen Sachen entschlüsseln kann. Und das heißt, unsere Nachrichten können dann einfach nicht mehr Ende zu Ende verschlüsselt werden, per Gesetz. Und ja, das ist meiner Meinung nach eine sehr fatale Entwicklung. Klar, es soll Terrorismus aufklären, es soll helfen, ihn zu verhindern, aber welche Kosten hat das Ganze? Wir nähern uns hier wirklich dem Big Brother-Szenario an. Wer von euch das Buch nicht gelesen hat, ich verlinke gerne 1984 wieder in die Beschreibung. Das ist auch kostenlos verfügbar im Internet und legal kostenlos verfügbar, weil es einfach so ein verdammt wichtiges Buch ist. Ja, also meiner Meinung nach eine sehr, sehr gefährliche Entwicklung hier, und ich bin mir nicht sicher, ob ich das so gutheißen kann. Aber schreibt mir gerne mal eure Meinung, vielleicht habe ich ja auch einen wichtigen Punkt hier übersehen und ihr könnt mich vielleicht umstimmen, wer weiß. Gut, das war's von meiner Seite auch schon wieder. Wir hören uns hoffentlich nicht so bald wieder bei News, aber vielleicht beim nächsten Mal dann. Bis dann, ciao.